Wenn du schon länger ein Leben führst, das sich für dich nicht gut anfühlt und wo du regelrecht feststeckst, obwohl du im Außen soweit eigentlich alles hast und du dich eigentlich nur nach einem Leben sehnst, das sich für dich gut anfühlt, das sich passend anfühlt, in dem du dich frei fühlen kannst und in dem du langfristig einfach zufrieden und glücklich bist, du aber einfach nicht weißt, wie du das Ganze erreichen sollst, dann ist dieses Video heute genau das Richtige für dich. So, und bevor wir jetzt gleich hier losstarten, noch mal kurz zum Thema bereuen, weil das war bei mir wirklich so der Antreiber. Und vielleicht ist es ja bei dir auch ein Antreiber. Fände ich ziemlich cool, weil wenn ich dieses Bereuen-Thema nicht gehabt hätte, dann würde ich heute nämlich gar nicht hier stehen. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, so, hey, ist es jetzt hier wirklich mein Leben? Geht es jetzt hier ewig so weiter? Würde mich dieses Leben, das ich aktuell führe, wirklich zufriedenstellen? Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, nee, krass, eigentlich überhaupt nicht. Und wenn ich hier so weitermache, dann bereue ich irgendwann mein komplettes Leben. Und darüber kannst du auch gerne mal nachdenken, wie das bei dir ist. Ist dein Leben aktuell das Leben, das du langfristig führen willst? Ist es so ein So-Lala-Leben? Oder ist es eher, bist du eher an dem Punkt angelangt, wo du schon selber merkst, so, ja, irgendwie, also irgendwie funktioniert das hier nicht. Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Da denk gerne mal drüber nach. Ja, und jetzt zum heutigen Thema. Wenn du ein Leben momentan führst, mit dem du schon länger nicht zufrieden bist und wo du dich schon länger auch im Kreis drehst und immer wieder dich hinterfragst, was du ändern kannst, aber nicht weiterkommst, bist du hier auf meinem Kanal genau richtig. Bei mir geht es darum, dass Menschen, die im Außen zwar alles haben, aber innerlich noch auf der Suche sind und aktuell in einem Leben stecken, das sich nicht nach ihrem Leben anfühlt und die die auf jeden Fall was an ihrem Leben verändern möchten, damit es endlich ihres wird. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was macht denn eigentlich ein perfektes Leben aus? Oder also dein perfektes Leben? Es ist ja bei jedem unterschiedlich. Die einen wünschen sich ein Haus am Meer, die anderen wünschen sich einen Traumpartner, der andere wünscht sich einen Traumjob. Und da gehen die Meinungen komplett auseinander. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen sind es ja dann auch diese Dinge. Und bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich habe mir vor allem einen Job gewünscht, mit dem ich mich wohlfühle. Oder am liebsten wäre mir eigentlich noch gewesen, gar nicht arbeiten gehen zu müssen, weil ich das halt auch immer total wie als Folter wahrgenommen habe. Ich habe mich ganz lange gefragt, wie kann es denn sein, dass wir irgendwie die Regelung haben, dass wir 5 Tage die Woche arbeiten müssen und dann auch immer noch so diese klassischen Kernarbeitszeiten am besten und dann noch 8 Stunden jeden Tag. Und ich fand das halt immer überhaupt nicht effizient und sinnvoll. Und das war bei mir so ein Riesenthema, wo ich echt, je länger ich dem Ganzen so nachgegangen bin, immer länger auch drunter gelitten habe. Und was bei mir noch ein großer Baustein war, dass ich wollte immer so meinen Traumpartner natürlich auch haben. Und ja, und dann halt noch diese Riesensehnsucht auch, dass ich halt einfach ein Haus am Meer haben möchte. Und sowas wie Gesundheit und sowas, ja, das kommt natürlich dann auch noch hinzu. Aber wenn wir mal danach gehen, dann waren das so diese 3 Hauptfaktoren. Job, Partnerschaft und Leben an einem Ort, wo ich mich richtig gut fühle. So, und jetzt frage ich dich mal Folgendes. Stell dir mal vor, du hättest das jetzt alles. Was glaubst du? Glaubst du, du wärst dann glücklich, wenn du in derselben Situation wie heute zwar emotional bist, aber jetzt alles andere, alle Umstände um dich herum, dass die jetzt gegeben wären? Und das darfst du dich wirklich mal fragen, weil ich aus meinem Erfahrungswert kann halt heute sagen,
dass wenn ich mit dem Erfahrungsstand, den ich damals hatte, wenn man mich da in das Leben katapultiert hätte mit dem perfekten Mann, dem perfekten Job und am besten noch dem perfekten Ort, dann hätte mir das einfach überhaupt nichts gebracht. Aber trotzdem war ich der Annahme, dass ich, wenn ich das habe, dass ich dann glücklich und erfüllt bin. Und das ist so ein riesen Trugschluss, sag ich dir, weil ja, du musst natürlich erstmal von deinem inneren Mindset auch dahingehend dorthin kommen, damit du überhaupt diese Erfüllung und dieses Glück und das alles, was du im Außen dann stabilisiert hast, ja, dass du das überhaupt annehmen kannst, leben kannst. Und ja, also bei mir wäre das damals absolut nicht der Fall gewesen. Wenn ich all diese Sachen damals gehabt hätte, und ich hatte einen großen Teil davon, dann wäre ich trotzdem unglücklich gewesen, weil mein Bewusstsein einfach nicht an dem Punkt war. Und mein emotionaler Zustand, der war auch nicht dort. Ich hätte alles haben können im Außen, es hätte mich einfach nicht erfüllt. Und das ist so spannend, weil wir sehnen uns immer nach diesen ganzen Dingen im Außen und sagen uns regelmäßig so, ja, wenn wir das haben, wenn wir den Job haben, dann geht es mir endlich gut. Ich meine, natürlich kann es sein, dass es dir dann erstmal gut geht. Aber langfristig gesehen wird dich das immer wieder an den gleichen Punkt bringen, nämlich den, dass du nicht zufrieden bist. Und es liegt daran, dass das ein innerer Zustand ist. Das ist das Gleiche, wie wenn du ein Haus baust und das Tragwerk, das wackelt. Wenn das Tragwerk wackelt und du dann weiterbaust, dann wackelt dein komplettes Haus. Aber wenn du das Fundament, sagen wir mal, wenn du das schon von Anfang an stabil baust, dann hast du ein richtig cooles Haus. Und was man an dem Beispiel auch gut sehen kann, man fängt ja von unten nach oben an. Und nicht von oben nach unten. Und genauso ist es ja bei uns auch. Du kannst ja nicht im Außen anfangen und dann im Innen aufhören. So funktioniert das Leben nicht. Also bei mir, das habe ich halt total stark gemerkt, dass ich habe jahrelang im Außen angefangen sozusagen und es hat halt überhaupt nichts gebracht. Es ist eigentlich nur noch katastrophaler dadurch alles geworden. Weil man zieht ja dann auch nicht die Leute an, die man sucht. Und man zieht dann meistens toxische Menschen an oder auch toxische Arbeitsmuster. Also das geht ja alles mit her. Wenn du innen nicht aufgeräumt bist, ziehst du genau das im Außen eben auch an. Und dann nützt dir halt dann ein shiny Boot oder ein shiny Haus oder ein shiny Auto auch nichts. Genau, und jetzt hab ich voll ausgeholt. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass wir bei uns ja auch im Innen anfangen müssen und dann uns nach außen arbeiten. Wenn wir diese Struktur von innen nach außen aufbauen, dann klappt es viel besser als andersrum. Und mir hat es damals halt wirklich extrem geholfen, wie ich halt angefangen habe, wirklich nach innen zu schauen und auch wirklich rein zu fühlen, wirklich fühlen, Leute. Also du wirklich rein zu fühlen, dass du dich wirklich mit dir auseinandersetzt und wirklich reinfühlst, was dein Inneres auch braucht. Und dadurch entwickelst du auch automatisch, wenn du das immer wieder machst, wenn du immer wieder dein inneres System auch fragst, was es braucht, und wenn du diese Arbeit machst und wirklich reinhörst, dann entsteht dadurch eigentlich entsteht dadurch ein gigantischer Wegweiser. Mir hat es damals so unglaublich viel geholfen, dass ich
dadurch sind so viele Wege aufgeploppt und ich habe so viel Klarheit bekommen, dass ich genau wusste, was ich auf einmal machen will. Egal ob beruflich oder jetzt auch mit den Menschen, die ich in meinem Leben hatte. Ich wusste auf einmal, okay, mit dem möchte ich so gar nicht mehr zusammen sein. Und der Mensch, der tut mir gut, mit dem möchte ich bleiben. Und genau, das ist jetzt nur so ein mini Einblick erstmal. Aber ja, ich fände es cool, wenn du mal darüber nachdenkst, was zum einen dein perfektes Leben ausmachen würde. Und vielleicht ertappst du dich ja auch dabei, dass du auch erstmal sagst, was weiß ich, Haus am Meer oder irgendwo in einem sonnigen Land leben. Und vielleicht findest du oder vielleicht zählst du auch deinen Traumpartner auf und deinen Traumjob. Und hey, das ist auch völlig normal und das ist auch völlig legitim. Aber frag dich auch mal, wie sieht es denn bei dir innen aus? Und noch ein kleiner Hinweis dazu, die meisten, mit denen ich arbeite, die sagen immer, ja, wenn da ist nichts, ist alles okay. Aber frag dich wirklich mal richtig, wie fühlt sich's denn bei dir im Innen an? Und ich bin gespannt. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar da lassen. Würde mich freuen, damit ich weiß, wie du das Video fandest. Und wenn du ansonsten auch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, da würde ich mich sehr freuen. Und habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Bis zum nächsten Mal.